Willkommen zu einem weiteren Alpencross-Video. Von München nach Riva del Garda an einem Tag, nonstop. Das sind rund 370 Kilometer, 2700 Höhenmeter und rund 17 Stunden Fahrzeit. Der Start war Dienstagmorgen um 0:30 Uhr in Eying, Landkreis München. In der Gruppe bin ich schon zweimal einen zweitägigen Rennrad-Alpencross gefahren. Irgendwann wollte ich es mal an einem Tag schaffen. Die Entscheidung dazu fiel relativ spontan am Morgen zuvor und damit auch zwangsläufig die Entscheidung, dass ich alleine fahre. Die Strecke stand schon lange fest. Es gibt aber kleine Routenänderungen gegenüber einem zweitägigen Alpencross. Da ich in der Nacht starte, vermeide ich zum Beispiel meist Radwege und fahre lieber gut beleuchtet auf den leeren Straßen. Auf den ersten 120 Kilometern bin ich so nur etwa 10 Autos begegnet. Details zur Route findest du in der Videobeschreibung. Als der Wecker um 23:30 Uhr geht, traue ich meinen Augen und Ohren nicht. Es regnet und stürmt draußen, das war gar nicht vorhergesagt. Das Regenradar zeigt Regenwolken, die genau über Eying ziehen, genau dann, als ich losfahren will. Doch nach einer halben Stunde ist alles vorbei und ich kann starten. Auf nassen Straßen führt mich die Route durchs nächtliche Holzkirchen, Bad Tölz, über Lenggries zum Sylvensteinspeicher. Nach rund 55 Kilometern stehe ich am Sylvensteinspeicher. Keine Beleuchtung, sternenklarer Himmel und kurze Zeit später fahre ich über die Grenze nach Österreich. Am Achensee ist es dann so kalt, dass ich mir eine Jacke überziehe.
Über die ganze Strecke habe ich bestimmt 10 Flaschen Wasser getrunken. Kurz vor dem Aachensee fülle ich zum ersten Mal auf. Im Inntal, kurz hinter Wattens, wurde es dann langsam hell. Aber es wurde noch mal so richtig kalt, sodass ich mir die Knielinge übergezogen habe. Kurz vor Innsbruck habe ich dann irgendwie die Auffahrt zur alten Römerstraße über Ampas und Aldrans verpasst, sodass ich erst über einen kleinen Umweg über die nächste Innbrücke da hinaufkam. Ich weiß den Weg halt besser als mein Navi. Nach 125 Kilometern geht es dann erstmal steil hinauf nach Ampas und Aldrans. Da brauchte ich dann noch keine Knielinge mehr.
Auch hier ganz gut zu erkennen, dass die alte Brennerstraße und die Brenner Autobahn parallel zur alten Römerstraße auf der anderen Talseite am Hang entlanglaufen.
In der Nacht hatte ich schon ein Müsli-Riegel, ein Käsebrot und ein Stück Kuchen. Jetzt war es in Gries am Brenner Zeit für ein Frühstück. Auch wenn ich hier in die Kamera lächle, am Brenner war ich schon ganz schön fertig und ich war froh, dass es ab jetzt tendenziell bergab ging. Bei meinem ersten Rennrad Alpencross konnten wir den wunderschönen Radweg hier ab Brenner nicht fahren, weil Schnee lag. Und beim letzten Alpencross sind wir den im Dunkeln gefahren, konnte den also auch nicht wirklich genießen. So bin ich heute bei wunderbarem Wetter diesen schönen Radweg gefahren, der allerdings eine ganz schöne Schlaufe hat, den man dann auch, den Umweg, den man dann in Kauf nehmen muss. Die Temperaturen waren für diese Tour optimal, nicht zu heiß, nicht zu kalt, auch in der Nacht alles super. Aber ich hatte einen kräftigen Gegenwind, den ich nur im Inntal nicht mitbekommen habe. Ansonsten dauernd Südwind, es hat mächtig ins Gesicht geblasen. Nach etwa 200 Kilometern habe ich die Hose gewechselt, um hier gegebenenfalls Problemen vorzubeugen. Und es war Zeit für Sonnencreme und ein kurzes Trikot. Wir waren ja in Italien, Sonne und so, alles super. Natürlich gibt es hier auch einen wunderschönen Radweg mit einem ganz tollen Verlauf. Den sollte man auf jeden Fall fahren, wenn man den noch nicht kennt. Ich wollte aber auf dem schnellsten Weg, möglichst ohne Umwege, zum Gardasee und habe dann auf diesen schönen Radweg verzichtet und bin die ganz so schöne Straße gefahren.
Erst kurz vor Klausen bin ich dann auf dem Radweg gewechselt. Die Straße wurde mir dann doch zu gefährlich und der Radweg hier hat hier einen wunderschönen Verlauf. Man fährt nachher durch Tunnel auf einer alten Bahntrasse, sehr schön angelegt und man hat auch keinen so großen Nachteil gegenüber dem Straßenverlauf. Auf jeden Fall viel, viel, viel entspannter und schöner zu fahren. Ja, und falls du dich fragst, warum fährt er denn mit Rucksack und riesen Satteltasche, die ganze Aktion war so knapp geplant, nämlich gar nicht, dass wir noch nicht ganz klar war, wann ich abgeholt werde und wie, sodass ich mir ein Hotel gebucht habe, das ich aber auch stornieren konnte, kostenlos, und ich hatte Klamotten dabei, um 2 Tage im Hotel zu bleiben. Zum Glück habe ich es nicht gebraucht, aber mitgeschleppt, und ich wurde direkt von der Familie abgeholt und wir haben noch 3 Tage am Gardasee verbracht und dann noch mal ein bisschen Ferien gemacht. Super war das.
So, du wirst jetzt merken, gegen Ende hin wird das Videomaterial nicht mehr so ausführlich. Das liegt nicht daran, dass ich gegebenenfalls ein technisches Problem hätte oder dass die Akkus leer waren. Nein, war alles okay. Ich war einfach kaputt und wollte nur noch ankommen. Hier noch ein Stück Kuchen, das letzte. Vielen Dank an Martin Nikola, lecker. Und das sind jetzt der Etschtal-Radweg mit mächtig Gegenwind. Das war echt nochmal eine harte Nuss. Und ja, ganz schön kaputt sehe ich da schon aus. Wow, wow. Ja. So, der letzte Pass, Passo di Giovanni, geschafft am Gardasee nach 20,5 Stunden Zeit, 17 Stunden 20 Fahrzeit, 370 Kilometern, 2700 Höhenmeter. Erstmal ein Eis.